Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 2 Jumpy. Seine Sicht. Beppo sitzt weiter mit den Mädchen in den Pfoten auf einem Stuhl im Krankenzimmer und sieht erst auf, als Law eintritt. Keinen Augenblick später setzt sich dieser auf einen Rollhocker und untersucht das Mädchen in den Arm des Bären. Beppo hat bereits die Vorarbeit geleistet und ihre Blutungen gestillt. Schnell zieht sich der schwarzhaarige Arzt Handschuhe über und säubert zuerst die Wunden, um besser sehen zu können. Als erstes besieht er sich das rechte Handgelenk. Rundum sind vereinzelte feine, aber tiefe Schnitte, die von dem scharfen Metallrand der Fesseln stammen könnten. Außerdem noch einige Blessuren, welche eindeutig die ungefähre Breite des Ringes zeigen. Wahrscheinlich wegen dem ständigen Ziehen an der Kette. Auch bei ihren anderen Gliedern sind ungefähr die gleichen Verletzungen. Er nimmt sich ihren Hals vor. Dort sind gefährlich tiefe Schnitte an ihrer Kehle und eindeutige Blessuren und Würgemale. Schnell desinfiziert Law die Wunden und bandagiert ihre Verletzungen ein. Mit besorgtem Blick mustert Beppo das Mädchen. Auch Law beäugt sie ein weiteres Mal. »Bringen Sie in meine Kajüte«, seufzt er und begibt sich auf Deck. Sofort kommen Pinguin und Sashi auf ihn zugestürmt. »Können wir sie behalten?« fragt Pinguin begeistert und bekommt von Sashi kurz darauf einen Klaps auf den Hinterkopf. »Sie ist doch kein Haustier«, tadelt er ihn leicht fassungslos. »Ein Mädchen? Hier auf Deck?« mischt sich ein weiteres Crewmitglied ein. Scheint die Info schnell ihre Runde gemacht zu haben. Wieder ein anderer gibt ihm recht. »Wir können doch keine Frau mitnehmen.« »Wieso nicht? Sie sieht eigentlich ganz gut aus«, schwärmt Pinguin und bekommt gleich darauf erneut eine von Sashi. »Das bringt Unglück«, murmelt dieser leise zurück, als er von Sashi grob unterbrochen wird. »Darum geht es doch nicht. Sie braucht Hilfe. Sie hat stark geblutet.« Ein lautes Gemurmel geht durch die Crew, bis sich alle mit fragendem Blick zu ihrem Captain umdrehen. Dieser reibt sich genervt die Nasenwurzel und geht stöhnend weiter, als würde er sich verzweifelt fragen, womit er diesen Haufen nur verdient hat. »Sashi, geh wieder in die Küche und alle anderen gehen mir besser auch nicht auf die Nerven«, bringt er mit zusammengepressten Zähnen hervor, und bei dem Blick, den er ihnen schenkt, sprinten alle zügig zu ihrer Arbeit zurück. Law steht an der Reling und sieht mit starrem Blick aufs Meer. In dem Moment betritt auch Beppo das Deck und lässt sich neben Law fallen. »Sie schläft unruhig«, unterbricht Beppo die Stille. Ohne etwas zu sagen, lässt sich Law hinter den Bären nieder und lehnt sich gähnend an ihn. »Hauptsache ist, dass sie schläft.« Ihre Sicht. Ein etwa 3-jähriges Mädchen sitzt weinend in einer Ecke eines großen Raumes und versucht sich panisch von dem riesigen Mann vor ihr wegzudrücken. Flehend sieht sie zu ihm hoch und schüttelt mit Tränen in den Augen ihren kleinen Kopf. Der Mann beginnt dreckig zu grinsen. Er will mit seinen riesigen Pranken nach dem Kind greifen, doch in dem Moment, wo er sie erreicht hatte, stellt sich ein etwas älteres Mädchen zwischen sie. Ernst und mit Wut in den Augen fixiert sie den Fetten. Sie zieht ein Küchenmesser und richtet es drohend, ohne das Gesicht zu verziehen, auf den Mann vor sich, während ihre kleinen Kinderhände unruhig zittern. Stumm, aber schweißgebadet reiße ich meine Augen auf. Wo bin ich? Ich setze mich stöhnend auf und sehe mir meine Umgebung an. Ein abgedunkeltes Zimmer. Es schaukelt alles ein wenig und die Wände scheinen aus Metall zu sein. Ich befinde mich anscheinend auf einer Art Schiff und der Raum erinnert an eine Kajüte. Nur nicht aus Holz. Bin ich auf seinem Schiff? Ich schlucke und versuche mich zu erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Die anderen Piraten! Schockiert weiten sich meine Augen. Wollen Sie da weitermachen, wo die anderen aufgehört haben? Erst jetzt bemerke ich den Verband an meiner Haut. Leicht verwirrt starre ich einen Moment lang auf meine Bandagen am Arm. Wieso sollten Piraten so selbstlos sein, eine Gefangene zu retten und dann auch noch ihre Ressourcen an ihrem Körper verschwenden? Den Verband von meinen Knöcheln und Handgelenken reiße ich kurzerhand ab und schmeiße ihn achtlos zu Boden. Das Zeug behindert mich nur beim Laufen und Klettern. So, was jetzt? Ich lasse meine Beine über den Bettrand gleiten und stelle mich wankend auf. Sofort schießt der altbekannte Schmerz in mein linkes Bein und ich falle zurück. Tränen des Schmerzes sammeln sich in meinen Augen. Vorsichtig streiche ich über die fette Narbe an der äußeren Seite meines Beines. Nach dem 3. Versuch stehe ich endlich. Das Metall unter meinen Füßen ist kühl, aber auszuhalten. Das Bett, auf dem ich gelegen habe, ist riesig und die Laken schwarz. An den Wänden stehen hohe Regale mit Büchern, eines dicker als das andere, und ein ordentlicher Schreibtisch mit Schubladen ist ebenfalls zu entdecken. Diese Kajüte hat 2 Türen und der Besitzer ist offensichtlich abwesend. Ich humple zu einem der Bullaugen und schiebe den Vorhang zaghaft zur Seite, wodurch ich freie Sicht auf Wellen und Masten an Wasser habe.
Ich kann nicht sagen, ob ich mich an einem Hafen befinde oder das Schiff bereits abgelegt hat. Schnellen Schrittes gehe ich auf eine der Türen zu und öffne sie einen Spalt weit. Jede Bewegung mit meinem vernarbten Bein bereitet mir höllische Schmerzen. Vorsichtig sehe ich um die Ecke des langen Flures und als ich mich versichert habe, dass niemand kommt, gehe ich auf Zehenspitzen los. Wieder treiben mir die Schmerzen die Tränen in die Augen. Dieses scheiß Teil in meinem Bein, fluche ich innerlich und schlucke die Tränen runter. Dann schleicht sich ein leckerer Duft in meine Nase und ich verharre augenblicklich in meiner Bewegung. Wie zur Bestätigung knurrt mein Magen und ich folge mit einer Ansammlung von Speichel im Mund dem Geruch. Ich öffne vorsichtig die Tür, hinter der ich Essbares vermute, und trete ein. Offensichtlich stehe ich nun in einer Küche mit angrenzendem Speisesaal, was an dem Herd, den vielen Tischen und den angenehmen Duft, der in der Luft liegt, einfach zu erraten ist. Auf der Seite, auf der ich mich befinde, ist die Küche. Dann folgt eine Selbstbedienungsauslage und dahinter mehrere Tische und ganz am anderen Ende des Raumes eine Doppeltür. Doch meine Konzentration liegt einzig auf dem, was vor mir liegt. Dort steht ein Mann mit einer seltsamen Mütze und kocht. Er trägt einen weißen Ganzkörpersuit. Seine Bewegungen am Herd sind schnell und fließend, wirken elegant und routiniert. Leise schleiche ich mich von hinten an und tatsächlich bemerkt er mich nicht. Ich stehe nun ungefähr 1 Meter von ihm entfernt und muss schlucken. Er muss um die 1,75 groß sein, bis 1,80. Ich bin gerade einmal 1,65. Müssen alle größer sein? Gerade lasse ich meinen Blick achtsam schweifen, um etwas in Greifweite zu finden, mit dem ich mich verteidigen kann. In dem Moment knurrt mein Magen erneut. Geschockt starre ich den Mann vor mir an und verfluche mich und jegliche natürliche Körperfunktion. Blöder Bauch, musste das sein? Was macht er jetzt mit mir? Er schaut lässig mit gespitzten Lippen über die Schulter und wendet sich dann wieder seiner Beschäftigung zu. Plötzlich zuckt er zusammen und dreht sich ruckartig mit großen Augen erneut zu mir um. Er starrt mich ungläubig an. Schnell fängt er sich wieder und stottert los. Ich hol die Captain. Schnell schüttle ich energisch und flehend den Kopf. Nicht diesen gruseligen Typen, bitte, bitte, bitte nicht. Bete ich innerlich, während ich den rothaarigen Fremden einfach nur anstarre. Der Mann blinzelt ein paar Mal verwirrt und mustert mich besorgt. Ich sehe an mir runter. Die Wunden an Arm und Beinen sind wieder aufgegangen, der Verband scheint angewachsen gewesen zu sein. Unbemerkt verdecke ich meine Hände hinter meinem Rücken. Ich trage weiterhin das knappe, gelbliche, blutverschmierte Hemd, welches mir die Piraten großzügigerweise gegeben haben. Wie lange ich das jetzt schon trage? Mein grummelnder Magen reißt mich aus meinen Gedanken und lässt einen leichten Rotschimmer auf meinen Wangen erscheinen. Ich weiche beschämt seinen wissenden Blicken aus und starre auf meine Füße, die leicht über den Boden kratzen. Der Koch lächelt und stellt mir etwas zu essen auf einen der vielen Tische. Meine Augen funkeln bei dem Anblick und dem verlockenden Duft, der intensiver in meine Nase steigt. Ich setze mich schnell auf einen der Stühle, was ich sogleich bereue, als mein Bein sich bemerkbar macht. Ich lasse mir nichts anmerken und warte geduldig, die Hände vor Freude gegen meine Oberschenkel gepresst. Der Koch setzt sich mir gegenüber und zieht mich erwartungsvoll durch seine dunklen Brillengläser an. Kann ich das einfach so annehmen? Wollen Sie denn eine Gegenleistung? Bei dem Gedanken schiebe ich den Teller wieder zu dem Koch und senke betrübt meinen Blick. Der Mann legt den Kopf schief und schiebt den Teller wieder in meine Dichtung. Verwundert sehe ich zu ihm auf. Ist okay. Gleich kommen die anderen zum Mittagessen. Jetzt iss endlich. Er ist liebevoll und gegen Ende mit einer leichten Strenge in der Stimme tippt er mit dem Finger vor den Teller auf die Tischplatte. Zögerlich nehme ich mir die Gabel, die er mir kurz darauf reicht. Gerade als ich den ersten Bissen zu meinem Mund führen möchte, schwingt die Tür krachend auf und sofort sitze ich mit Tränen in den Augen und meinen Händen schützend über dem Kopf unterm Tisch. Mit einem Mal wird es ganz ruhig. Ich bekomme noch mehr Panik und ohne dass ich es will, laufen leise meine Tränen. Hey, alles gut? Dringt die besorgte Stimme des Kochs zu mir durch. Erschrocken fahre ich hoch und stoße mir hart den Kopf an der Platte über mir. Ich zische fluchend auf, reibe mir angesäuert meine schmerzende Stelle und blase die Wangen beleidigt auf. Der Koch hat sich unter den Tisch gebeugt und beginnt nun zu lachen. Ich sehe ihn erschüttert an. Er fängt sich schnell wieder und reicht mir mit einem Lächeln die Hand. Ich nicke dankbar, ergreife zögerlich die hingehaltene Hand und werde sachte, beinahe liebevoll hochgezogen.